Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Posterstein im Altenburger Land. Die Höhenburg liegt im Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und blickt auf eine über 800-jährige Geschichte zurück. Und diese wunderschönen Räumlichkeiten und die Ausstellung möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Die Nordgrenze des Territoriums der vogtländischen Vögte verlief ungefähr parallel zur heutigen Autobahn A4. Sie wurde gesichert durch mehrere alte Burganlagen wie die Höhenburg Posterstein bei Nöbdenitz. Aber noch einmal zurück in die Zeit der Slawen. Seit dem 6. Jahrhundert dehnte sich das slawische Siedlungsgebiet bis an die Elbe und Saale aus. In dieser Zeit siedelten auch im heutigen Altenburger Land slawische Völker. Die hier ansässigen germanischen Bauern wurden im Laufe der weiteren Entwicklung in die Stammesgemeinschaften der Slawen aufgenommen. Das heutige Altenburger Land war demnach seit dem frühen Mittelalter slawisch besiedelt. Auf waldfreien Flächen betrieben sorbische Stämme Ackerbau und Viehzucht. Mitte des 12. Jahrhunderts weiteten die schwäbischstämmigen Staufer ihren Einflussbereich auch auf diese Gebiete aus. Kaiser Friedrich I. Barbarossa sicherte die gewonnene Macht, indem er seine vorher unfreien Dienstmannen, die Reichsministerialen, zu Rittern erhob und ihnen Aufgaben übertrug. Sie sollten die Neubesiedlung leiten, vorhandene slawische Einflüsse zurückdrängen, deutsches Recht durchsetzen, Abgaben eintreiben und das Land vor Feinden schützen. Im Pleißenland entstand auf diese Weise im 12. und 13. Jahrhundert ein Netz kleiner Befestigungen. Die Burg Posterstein ist eine der in dieser Zeit entstandenen Burgen. Einer der Reichsministerialen Barbarossas hieß Gerhardus de Nobodic. 1191 tauchte auch in einer Naumburger Urkunde der Name Gerhard von Nöbdenitz auf, diesmal zusammen mit seiner Mutter Mechthilde de Steine. Dabei handelt es sich um die erste urkundliche Erwähnung Postersteins und die letzte derartige Nennung der Nöbdenitzer Ministerialen. Aus dieser Zeit stammen die noch erhaltenen Ringmauern und der 12 Meter hohe runde Bergfried. An der östlichen Seite wurde der Ringmauer später ein Zwinger vorgelagert. 1442 kaufte Nickel Puster die Herrschaft Posterstein. Die Familie baute die Herrschaft durch umfangreiche Rodungen aus. An der Burg begannen Umbauarbeiten zu einer wohnlichen Anlage. Der östliche Zwinger wurde mit einem Wohngebäude überbaut. Der Familie verdankt die bis in das 16. Jahrhundert nur als Stein bekannte Burg ihren heutigen Namen. Die deutsche Besiedlung erstreckte sich nicht nur auf das Pleißenland bzw. das sogenannte Osterland, sondern erreichte auch andere Regionen wie das Vogtland um Weida und Plauen. Hier nahmen die Vögte von Weida, die Reußen, eine zentrale Rolle ein. Wichtige Verbindungen von der Kaiserpfalz Barbarossas nach Hof oder Eger verliefen durch ihre Gebiete. Damit bildete das gesamte Territorium einen Schwerpunkt der Erweiterung des Reiches und die Festigung der Reichsmacht. Die Baugeschichte der Burg ist Ausdruck der Bedürfnisse und Möglichkeiten der jeweiligen Besitzer. Während zunächst die Wehrhaftigkeit im Vordergrund stand, waren es spätestens seit dem 16. Jahrhundert der Drang nach Wohnlichkeit und Repräsentanz, die immer wieder zu Umbauten an der Burganlage führten. Im 16. Jahrhundert veränderte sich das äußere Bild der Burg durch die Gestaltung der Fassade mit weißem Putz und roten Eckquaderungen. In dieser Zeit entstand auch der Erker an der Westseite der Burg mit seinen vierfach übereinander gewölbten Konsolen.
Die Burg Posterstein entstand als Ringburg mit zentralem Bergfried, der heute bis zur Spitze der Wetterfahne 42 Meter misst. Obgleich sich in Höhe der jetzigen Aussichtsplattform die ehemalige Wehrplattform vermuten lässt, ist deren mittelalterliches Aussehen, das heißt Überdachung oder Zinnenbegrenzung, nicht mehr rekonstruierbar. Dafür sorgten mehrere Umbauten in den nachfolgenden Jahrhunderten. 1888 entstand der heute zum Wahrzeichen der Burg gewordene Aufbau mit Kegeldach. In Zeiten der allergrößten Not konnten sich die Burgbewohner und die Bevölkerung der umliegenden Orte hinter die 3 Meter dicken Mauern des Bergfrieds zurückziehen. Über den ursprünglichen, der Angriffsseite abgewandten und in etwa 12 Meter Höhe erreichbaren Zugang zum Turm gelangten sie möglicherweise über eine Strickleiter in den Bergfried. Der hier zu sehende Absatz im Mauerwerk lässt vermuten, dass im Mittelalter einmal eine Balkendecke eingezogen war. Auf mehreren Zwischenetagen konnte man sich im Fall einer Belagerung provisorisch einrichten, um deren Ende abzuwarten. In dieser Zeit stand der Turm noch frei im Zentrum der Wehranlage, so dass keine Verbindung zu Nebengebäuden bestand. Somit bildete der Bergfried den sichersten Ort einer Burg. Die Insassen konnten meist nur durch Aushungern oder Ausräuchern bezwungen werden. Im Falle eines Angriffs diente der Bergfried nicht nur als letzter Rückzugsort für die Burgbewohner, er war auch der beste Standort zur Verteidigung. Auf dem Bergfried hielt ein Türmer Ausschau. Gegen herannahende Feinde konnten die Verteidiger Waffen wie Bogen und Armbrust einsetzen. Die Pfeile feuerten die Schützen durch Schießscharten in den Mauern. Weitere Deckung boten Zinnen und die Brüstungsmauer. Eine andere Möglichkeit, herannahende Feinde zu bekämpfen, war das Herabwerfen von Steinen. Seit dem 16. Jahrhundert finden sich Vertreter der Familie Pflug in den Einträgen zahlreicher Rittergüter der Region. Die Ansiedlung der Familie hängt eng mit der Übernahme eines der bedeutendsten Adelssitze im Herzogtum zusammen, Posterstein. 1528 verkaufte Nickel von Ende das seit dem 14. Jahrhundert in reußischem Lehen befindliche Posterstein samt seinen Besitzungen für 17.500 Gulden an seine Vettern von Pflug auf Eitra aus dem meißnischen Adelsgeschlecht der Pfluge. 1554 erwarb Haubold von Pflug die Gerichtsbarkeit über 14 weitere Orte. Während die niedere Gerichtsbarkeit neben Vormundschaftsangelegenheiten, Erbschaften und Verkäufe regelte, ermöglichte die obere Gerichtsbarkeit über Hals und Hand zu richten. Nur wenige Todesurteile wurden gefällt, Verliesaufenthalte waren selten und die meisten Rechtsprechungen betrafen neben Vormundschafts- und Erbschaftsangelegenheiten die Einhaltung der Dorfordnung. Der Gerichtsschrank aus dem 17. Jahrhundert ist fest im Raum installiert. 3 Türen mit Signaturen weisen auf seine Funktion der Lagerung von Akten und der Gerichtshandelsbücher hin. Die Rückwand ist verputzt mit einem blaugrauen Anstrich. Seit Ende des 17. Jahrhunderts verdeckt dieser massive Schrank die Treppe. Früher nutzten die Burgbewohner den Gang möglicherweise auch als Fluchtweg, um die Burg in Gefahrenzeiten unbemerkt verlassen zu können. Diese Treppe im Schrank führte vom Gerichtsraum in die Küche, auf den Hof, in den unteren Saal, wo sich die Hauskapelle befand, sowie in den Keller der Burg. Früher benutzte man diesen Gang als Fluchtweg aus der Burg.
Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Schloss Löbichau, nur 2 Kilometer von Pusterstein entfernt gelegen, zusammen mit Schloss Tannenfeld zu einem Zentrum des geistig-kulturellen Lebens in Deutschland. Der Musenhof der Herzogin Anna Dorothea von Kurland in Löbichau gehörte zu den bekanntesten seiner Art. Wichtige Impulse schöpfte die gebildete Adlige aus ihren erstklassigen Beziehungen zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Europas und aus dem damit verbundenen Netzwerk der Personen sowie aus ihren Aufenthalten in bekannten Berliner und Pariser Salons sowie im modernen Karlsbad. Bedeutende Staatsmänner ihrer Zeit kannte die Herzogin persönlich. In den Salons dieser Zeit wurden bei Musik, Theater und Tee Kontakte geknüpft und politische Entscheidungen auf den Weg gebracht. Wie ein befreundeter Dichter anerkennend berichtete, durfte im Salon der Herzogin von Kurland jeder frei seine Meinung äußern, solange sie höflich vorgetragen wurde. Anna Dorothea von Kurland verwandelte ihre Anwesen in Löbichau und Tannenfeld in einen Treffpunkt der europäischen Elite, in dem sie sich Künstler, Philosophen und führende Politiker ihrer Zeit an den Hof einlud. Der wohl berühmteste Gast mag wohl Zar Alexander I. von Russland gewesen sein. Die Herzogin hatte ihren Landsitz nicht ohne Grund gewählt. Die beiden Schlösser lagen auf den großen Reiserouten ihrer Zeit, strategisch günstig auf halbem Weg zwischen Berlin und Karlsbad, zwischen Dresden und Erfurt und in der Nähe der damaligen geistigen Zentren Weimar und Jena. Das nahegelegene Ronneburg war zu Lebzeiten der Herzogin noch Kurbad und damit ein beliebtes Reiseziel. Der Tagesablauf auf dem Musenhof war zwanglos. Einen Höhepunkt bildete die Teestube um 17 Uhr. Man traf sich im Schloss Löbichau. Es wurde philosophiert, diskutiert, getanzt, gesungen und musiziert. Nicht selten blieb die Gesellschaft bis Mitternacht oder länger zusammen. Man spielte Theater und schrieb selbst Stücke, die später gemeinsam aufgeführt wurden. Choräle wurden komponiert und vorgetragen, wie zur Erhebung des Schriftstellers und Dichters Johann Friedrich Schinck zu Frauenlob II. Am 8. September 1819. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Geschichte der Burg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und übrigens, 2 Kilometer von hier entfernt liegt die große Park- und Schlossanlage Tannenfeld. Die werde ich euch im nächsten Video genauer vorstellen. Und falls ihr hierher einen Besuch plant, würde es sich auf jeden Fall lohnen, beide Ziele zu besuchen. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!